Kürzlich habe ich wieder 3 Einladungen zum Peer-Reviewen abgelehnt. Schlicht und einfach, weil ich keine Zeit dazu hatte. Aber auch, weil ich nicht gerne gratis arbeite. Und passend dazu erschien dann noch dieser Artikel zur Peer-Review-Krise, über den ich heute sprechen möchte. Das Peer-Review ist eine Art Qualitätssicherung für wissenschaftliche Artikel. Wenn eine Autorin ein Manuskript bei einem Journal einreicht, wird der Editor, die Editorin dieses Manuskript an 2 oder 3 Personen weiterleiten für eben diese Qualitätsüberprüfung, den Peer Review. Aufgrund der Rückmeldungen wird der Editor dann entscheiden, ob das Manuskript angenommen oder abgelehnt wird oder überarbeitet werden muss. Die Peers, die diese Arbeit machen, sind eben andere Wissenschaftlerinnen, die sich in dem Fachgebiet auskennen. Nun gibt es für mich grundsätzlich 4 Arten von Tätigkeiten. Die erste Kategorie ist bezahlte Arbeit. Die zweite Kategorie sind Dinge, die mir Spaß machen, für die ich sogar noch bereit bin, drauf zu zahlen, auch als Hobbys bekannt. Die dritte Kategorie sind Dinge, die man halt einfach tun muss, so wie Hausarbeit. Und die vierte Kategorie sind gemeinnützige Arbeiten, Dinge, die jemand anderem Freude machen oder die uns irgendwie weiterbringen. Und da ich nur zu einem kleinen Teil für Forschung angestellt bin, fällt für mich Peer Review immer in die vierte Kategorie, unbezahlte gemeinnützige Arbeit. Und wenn man dann liest, wie gut manche Verlage an ihren Journals verdienen, dann fragt man sich, warum man denn gratis für die arbeiten soll. Aber nun, wie gesagt, zum Artikel. The Peer Review Crisis von Colleen Flaherty. Der Artikel beginnt mit der Geschichte einer Editorin, die aufgrund einer neuen Funktion, die sie in ihrer Fakultät bekommt, keine Zeit mehr hat, sich um das Journal zu kümmern. Aber der neue Job ist nur Teil des Problems. Denn auch diese Editorin hat immer mehr Mühe, passende Reviewer für ihre Artikel zu finden. Das Problem ist zwar nicht neu, denn schon immer hing das wissenschaftliche Publizieren von dem Goodwill, von dieser freiwilligen Arbeit von anderen Wissenschaftlern ab. Aber das Problem scheint sich nun während der Corona-Pandemie noch verschärft zu haben. Was heißt das nun für die Forschenden? Einerseits verzögert sich die Publikation ihrer Forschungsergebnisse. Wenn es gerade aktuelle, wichtige Ergebnisse sind, ist das auch für die Gesellschaft ein Nachteil. Und andererseits ist das Problem für junge Forschende, dass sie ja diese Publikationen brauchen, um in ihrer Laufbahn weiterzukommen. Die Editorin, um die es in diesem Artikel geht, beschreibt dann auch, dass es vor der Pandemie vielleicht etwa 3 Monate dauerte, um die Reviewer Rückmeldungen zu bekommen und nun nach der Pandemie etwa 6 Monate. Und ein anderer Editor beschreibt, dass er früher etwa 3 oder 4 Anläufe, Anfragen brauchte, um einen Reviewer zu finden und nun seien es 8. Und wieder eine andere Editorin beschreibt, dass jede einzelne Person, die angefragt wurde, sagte, ja, wir würden sehr gerne dabei mitmachen, aber wir haben einfach keine Zeit. Nun freuen sich jüngere Wissenschaftlerinnen meistens noch über Einladungen zum Reviewen. Für sie ist das sozusagen ein nächster Schritt einer Anerkennung ihrer bisher geleisteten Arbeit. Aber für diejenigen, die schon länger dabei sind, stellt sich halt immer wieder die Frage, warum sollte ich so ein Review denn machen? Ein Assistenzprofessor einer amerikanischen Universität sagt nun in diesem Artikel, dass er ungefähr vor einem Jahr aufgehört hat, gratis für gewinnorientierte Zeitschriften zu reviewen. Das heißt, wenn er Einladungen erhält, dann schreibt er zurück, dankt dem Editor für die Einladung und schreibt, was er sich so als Stundenlohn vorstellt. Nun, bisher sei noch kein Journal auf diese Forderung eingegangen. Und er sagt dann auch, das sei jetzt vielleicht nicht unbedingt die Lösung fürs Problem, aber dass er halt seine Dienstleistung nicht mehr einer Firma anbieten möchte, die nichts an die Gemeinschaft zurückgibt. Sein Labor publiziert fast ausschließlich in Open Access Journals und er wird auch weiterhin gerne für Publikationen von Non-Profit-Organisationen als Reviewer zur Verfügung stehen. Jemand anders, der inzwischen nicht mehr an einer Hochschule arbeitet, sondern in der Industrie, hat sich ausgerechnet, was so ein Peer-Review etwa kosten sollte und ist auf $450 pro Artikel gekommen. Dieser Vorschlag wurde dann auch in einer Forschenden-Konferenz diskutiert. Nun gibt es verschiedene Argumente gegen ein Bezahlmodell. Eins ist zum Beispiel, dass Artikel ja sehr unterschiedlich lang und komplex sind und dass es ja irgendwie nicht fair wäre, allen den gleichen Betrag zu bezahlen. Ein anderes Argument ist, dass es die Publikationen und damit auch die Journal-Lizenzgebühren massiv verteuern würde. Und ein drittes Argument war schließlich, dass das gar nicht so eine Top-Priorität bei den Forschenden sei, die vor ein paar Jahren eine Umfrage ausgefüllt haben. Auf die Frage, was denn ein Anreiz sein könnte, mehr Reviewer-Tätigkeiten auszuüben, wurde als erstes genannt berufliche Anerkennung für diese Arbeit. Bei einer anderen Umfrage auf Publons zum Thema Peer Review
wurde festgestellt, dass 85% der Antwortenden dachten, ihre Institutionen sollten Peer Review ausdrücklich verlangen und auch anerkennen. Und dann wird hier noch diskutiert, ob eine Bezahlung für ein Peer Review vielleicht einen falschen Anreiz bietet. Wobei ich dieses Argument nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich meine, bei vielen anderen Tätigkeiten ist das ja auch nicht so. Ein vielleicht realistischerer Vorschlag war, dass jeder, der ein Manuskript bei einer Zeitschrift einreicht, bei eben dieser Zeitschrift auch ein anderes Manuskript reviewen sollte. Also zusammengefasst wären die Lösungsvorschläge hier einerseits der Peer-Review-Arbeit mehr Anerkennung zu geben, andererseits, dass die Arbeit auch wirklich bezahlt ist, das heißt entweder vom Journal oder vom Arbeitgeber, oder schließlich, dass man als jemand, der ein Manuskript einreicht, dann auch für die gleiche Zeitschrift ein Manuskript reviewt. Ja, habt ihr weitere Ideen? Dann schreibt sie doch unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.